und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich habe meine Häkelsachen einmal zurechtgelegt und ja, schauen wir uns einfach mal den Fortschritt ein bisschen an. Ich muss ja ehrlich sagen, ihr hattet recht. Ich habe ja letzte Woche irgendwie überall dran rumgewerkelt und irgendwie auch nichts richtig zustande bekommen. Und weil auch irgendwie die Lust gefehlt hat. Und ja, es hat sich wirklich gegeben. Also diese kleine Flaute, möchte ich sie jetzt mal nennen, ist wieder so gut wie weg. Da bin ich wirklich froh drum. Es war auch total lieb, dass jeder Zuspruch gegeben hat und mich da aufgebaut hat. Total lieb. Ja, vielen Dank dafür. Ja, nochmal so zur kleinen Info. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zum Häkeln. Ja, ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, mit was wir starten. Am besten gerade mal kurz mit dem größten Projekt. Ich hatte euch ja letzte Woche gesagt, dass ich auch so ein bisschen an meiner Decke hier gearbeitet habe. Das ist eine Decke, die habe ich letztes Jahr im Herbst, Oktober angefangen. Doch, ja, Oktober, glaube ich. Richtig. Und ja, die ist halt schon wirklich groß. So seht ihr vielleicht ein bisschen mal den Verlauf des Musters und des Garns. Mal gucken, da lang. Gestartet hatte ich ja damals in der Mitte mit einem Garn, was ich in Rostock gekauft hatte, und dem Garn von Miss Pimpinella, und zwar Holla die Waldfee. Also das Hauptgarn sozusagen, dieser Verlauf von Weiß in Grün, das ist das Garn von Miss Pimpinella, der Holla die Waldfee heißt das. Und das ist sozusagen der grüne Verlauf dazu. Und hier dieses helle Garn, das hatte ich in Rostock gekauft. Und hier ist dann das Garn von Gründel dann dazu gewandert, dieses hellere Grün hier. Ja, und das ist der Verlauf von dieser Decke. Die ist jetzt schon fast größer als ich, wie ich, schon größer, ja, wie ich, immer größer wie meine Tochter. Sie ist ja auch für meine Tochter, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich habe hier einige Muster ausprobiert und ja, jetzt kommen noch die Stäbchen dran, damit sie nachher schöner liegt und die Muster schöner zur Geltung kommen. Und dann ist sie auch schon fertig. Das war die Decke, wo ich euch gesagt habe, dass ich da ein bisschen was dran gemacht habe. Nicht viel, denn für eine Runde brauche ich mittlerweile schon etwas länger. Das war der Stand, wo ich euch das letzte Mal gezeigt habe, und die paar Reihen kamen halt dazu. Das Ganze häkle ich, glaube, mit einer Vierernadel. Ich muss gleich mal gucken. Also, ja, sie ist halt. Aber ich meine, sie soll ja auch groß und ein bisschen schwerer werden, damit man das wirklich zum Zudecken nehmen kann und das auch ein bisschen wärmer einfach hält alles. Und das Schwere soll halt sein, damit sie nicht jedes Mal bei jeder Drehung von einem runterfällt einfach. Deswegen wollte ich sie ein bisschen schwer haben. Deswegen wird es auch, wie gesagt, hier mit 2 Garn gehäkelt. Also das ist einmal hier der hier Holla die Waldfee
Und der hier ist das Cotton Blend. Von dem bin ich auch sehr begeistert. Das Cotton Blend, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Garn, finde ich. Ja, von Gründel. Lässt sich wirklich schön verarbeiten. Also, das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist Baumwolle und das Tencel. Und ja, 3er oder 4er Nadel geeignet. Es sind immer 120 Meter drauf. Ich habe hier diesen leichten Grünton. Und der passt halt, finde ich, sehr gut dazu. Und dann habe ich noch hier, ich gucke gerade mal, dass ich es rauskriege. Das ist mein zweites Knäuel von Holla die Waldfee. Das ist auch Miss Pimpinella von Holla die Waldfee. Das ist noch von außen angefangen, das andere hatte ich von innen gestartet. Und das hier jetzt von außen, damit der Farbverlauf einfach schön passt. Dann ist es nachher hell nochmal außen. Ja, genau, davon hatte ich hier, wie gesagt, 2. Der erste ist drin und der zweite so halb. Und das Ganze, da seht ihr auch die ganzen Banderolen, die ich hier noch habe, sozusagen. Da sind schon einige Garnbanderolen reingewandert. Also die Banderolen nicht, aber Garne sind halt reingewandert. Ja. Also die Holla die Waldfee mit den 1000 Metern und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Garne. Nochmal also 5 von den Gründel, 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich jetzt am 6. Und das hier war das, was ich in das Malibu, was ich in Rostock gekauft hatte. Ja. Ja, und der oder die Decke wird in 4 mm gehäkelt. Das wohnt hier in der kleinen Tasche drin. Das war mal vom Teddy. Finde ich super praktisch und eigentlich auch ganz goldig. Genau. Ja, hier bei der Decke, es fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Aber das ist bei mir manchmal so, dass je mehr ich dem Ende zugehe, umso weniger möchte ich das Projekt beenden irgendwie. Ja, ich weiß zwar nicht warum, aber das geht mir auch beim Diamond Painting so, wenn ich die Sachen am Beenden bin, will ich das irgendwie nicht. Warum auch immer. Und dann werde ich so ein bisschen dranfunselig und denke mir, ah ja, nee, lässt du noch liegen und guckst du mal und lässt du noch. Und ja, wie gesagt, fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, aber tja, muss halt gemacht werden, ne? So, die räume ich gerade mal rüber. Die tue ich gerade mal hochschieben. Und dann schauen wir uns die anderen Sachen an. Ja, am besten starten wir jetzt mit hier dem. Das wird auch mit einer 4 mm Nadel gehäkelt. Doch so. Das hier hat kein Zuhause. Der Knäuel muss ohne Häuschen bei mir überleben. Ich weiß nicht, ich habe das Passende noch nicht gefunden. Und ja, der steht halt bei mir sozusagen am Bett und wird abends noch einmal eine Runde gehäkelt. Genau, das ist der Knuddelmuddel 3, der ist fünffällig, 1500 Meter, Miss Pimpinella. Und das ist der V-Ausschnitt Pullover. Ja. Ich finde eigentlich so, bin ich ganz zufrieden. Ich hoffe jetzt hier das mit dem Übergang.
in die Spiralrunde, dass das nicht so stark auffällt. Ich zeige es euch jetzt dicht und dann wird euch das immer und immer wieder auffallen natürlich, aber ich glaube, für jemanden, der das der Handarbeit nicht so, ja, wie soll ich das sagen, nicht so verfolgt, nicht so ausübt, für den wird das vielleicht gar nicht so stark auffallen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, weil hier bin ich jetzt übergegangen in die Spiralrunden und also, ja Leute, die Handarbeiten, denen fällt das wahrscheinlich auf und anderen nicht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich habe mir überlegt, fürs nächste Mal sozusagen wird das anders gehandhabt. Also nicht mehr so. Und wenn ich dann einen Break mache und die Sachen zusammenlaufen lasse und dann nochmal neu ansetze, ich denke mal, dass das wahrscheinlich besser aussehen wird. Ja, ihr seht, es ist nicht viel dazugekommen. 3 Reihen sind dazugekommen. Aber besser als nichts. Ja, auch wenn der 1. Mai war, aber da haben wir gemütlich Zeit mit der Familie verbracht. Und ja, da hatte ich die Häkelsachen nicht dabei. Da haben wir uns einen schönen Tag gemacht. Da war die Familie bei uns, also so gut wie alle. Und dann haben wir gemütlich draußen gesessen und den Tag vorbeistreichen lassen. Ja, das ist der V-Ausschnitt Pullover. Ich bin froh, dass ich ihn angefangen habe. Er wird ein bisschen Oversize, aber das finde ich nicht schlimm. Es darf auch mal gemütlich sitzen. Und im Vergleich halt hier zu dem anderen ist es halt ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen enger. Wenn ihr das seht, ja. Aber wie gesagt, der hier passt perfekt, der rosane. Und der Kuddelmuddel ist halt etwas größer. Also der ist ein bisschen Oversize, aber wie gesagt, das macht mir nicht viel aus. Ich werde es trotzdem anziehen. Dann ist das halt, wie nennt man das, Boyfriend-Style oder so irgendwie. Wobei, Boyfriend kann ich ja nicht mehr sagen. Ich muss ja sagen Man-Style. Oder Partner-Style, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Wie gesagt, das ist er. Ist auch, ja, ein bisschen gewachsen, nicht viel, ein bisschen. Und dann haben wir hier noch unser drittes Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Und das ist der Pullover mit einem normalen Ausschnitt, einem normalen Kragen halt, einem normalen Halsausschnitt in rund und dann hier unser Raglan von oben. Jetzt habe ich es. Der Raglan von oben. Ja, da sind jetzt die Seiten zusammengewachsen sozusagen. Und jetzt habe ich hier unten ein kleines Muster angefangen. Das soll so versetzt runterlaufen, immer ein Kästchen frei. Ich weiß gar nicht, das sieht man glaube ich noch gar nicht so gut. Vielleicht hier. Also ist dann immer versetzt ein Kästchen frei und dann soll das so nach unten laufen. Ich dachte so ja, nach dem Oberkörper kann das ruhig jetzt dann so sein. Ja, der hier wird immer noch mit meiner Dreiernadel gehäkelt und hat schon seinen Verlauf jetzt ein bisschen. Also es ist ein grauer Faden dazugekommen zu dem Pink. Und mal schauen,
wie das noch geht. Hier ist noch der Rest drin. Ihr seht es ist schon fast mit dem Pink fertig und dann ist es nur noch grau. Mal schauen, oder so grau, da ist noch ein anderer Faden mit dabei bei dem Grau. Ein dunkles Grau und ein helleres Grau wahrscheinlich. Mal schauen. Ja. Der wohnt immer noch in seiner Dose. Ich muss sagen, mit der Dose bin ich sehr zufrieden. Die hatte ich auch mit rausgenommen und auf den Boden gestellt. Also die ist sehr, sehr robust. Wirklich bin ich sehr zufrieden mit. So, und dann unsere Häkelnadel. Ja, hier waren wir. Und das Stückchen hier mit den 2 Reihen hier oben kam noch dazu. Ihr seht es. Ja, hier ist die. Ja, tut mir leid, ich habe vergessen, den Akku zu wechseln. Jetzt war mein Akku leer. Ich habe es aber, wie sich die Kamera ausgeschaltet hat, gerade noch gemerkt. Ja, also wir waren ja hier, ihr seht es, hier ist halt der Übergang sozusagen, weil ich da ja nicht in Spiralrunden gehäkelt habe, sondern mit einem runden Aufstieg sozusagen. Und ja, den sieht man, aber ich finde, ich glaube, oben auf der Schulterpartie ist der nachher nicht so schlimm. Das hier ist sowieso links. Und nachher wird es ja dann so sein, dass ich den Pulli so rum anziehen werde. Ja. Und dann ist das halt hinten sozusagen. Also hinten auf der Schulterpartie. Ja. Ich bin noch am Überlegen, aber ich werde wahrscheinlich so 3/4 Ärmelchen noch dran machen. Aber da muss ich mal gucken, ob und wie. Mal schauen. Ja. Und unten soll ja auch noch so ein Bündchen hier dran, wie ich es hier oben gemacht habe. Aber wie gesagt, in einem Grauton. Und dann ist der auch schon fertig. Er muss jetzt nur noch nach unten wachsen. Der Pullover. So, ich mache es mal in 3 Maschen rein. Und dann haben wir es mit ihm auch schon. Ja, und dann fehlt nur noch unsere Stola oder meine Stola. Hier ist sozusagen der letzte Knäuel in grün oder vorwiegend grün. Und hier ist mal der Verlauf. Hier dachte ich jetzt eigentlich, das wäre ein zarteres Grün, dass der Übergang ein bisschen sachter ist. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann ist es so. Es sieht auch gut aus. Ja, und da ist es auch nur noch ein bisschen. Und dann ist der hier auch fertig. Und dann kommt der letzte. Und dann ist die Stola fertig. Yay! Ja, und dann haben wir davon 8 Knäule drin. Das ist ja von dem Märchengarn. Ist so ein Vielfachgarn und Polyacryl und ja, Baumwolle. Übrigens wie die anderen auch. Also hier das Bonbon ist auch Polyacryl und Baumwolle. Hier das ist Polyacryl und Baumwolle. Und die Decke, das Cotton Blend, hatte ich euch ja gesagt. Und das andere, die Holla die Waldfee, war auch Polyacryl und Baumwolle. Ja. Und das hier häkel ich immer noch mit der 3,5er Nadel. Also die Nadel gefällt mir ganz gut. Die hatte ich mir ja auch gekauft vor ein paar Wochen, um sie zu testen, weil ich ja normalerweise die metallenen habe. Aber die hier ist auch
super. Genauso wie die Katze. Man gewöhnt sich dran. Vorzugsweise hole ich immer noch lieber den metallenen, aber wenn ich die Nadeln bei den Projekten habe, nutze ich die natürlich auch. Ja, hier bei unserer Stola, bei meiner Stola, waren wir das letzte Mal hier. Da hatte ich es euch gezeigt, da war ja nur so ein kleines Stückchen dazu gekommen. Und jetzt kam das bisschen noch mal dazu. Und wie gesagt, es ist ja jetzt fast am Ende. Fast, noch nicht ganz. Vielleicht, wenn ich Gas gebe, bin ich in 14 Tagen fertig. Ich habe gerade gesagt, wenn ich jetzt sage, nächste Woche, dann bin ich garantiert wieder so und druck's da rum und lass es liegen und dann, Also, ich denke mal, in den nächsten 14 Tagen wird das fertig sein. Ja. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Mal gucken. Ja, aber so gefällt mir das schon. Also ist auch ein schöner Verlauf. Also man kann da nichts gegen sagen. Es sind schöne Farben, sind abgestimmt. Das hier grün, wie gesagt, hätte ich mir ein bisschen sachter gewünscht. Aber es ist jetzt auch kein Beinbruch, finde ich. Also es ist alles drin, was das Herz begehrt von den Farben her. Ja. Ja. Das sind sozusagen die kleinen offenen Projekte. Ja. Mehr war es die Woche nicht, mehr oder weniger, je nachdem wie man es sieht. Ja, an was arbeitet ihr denn zurzeit? Habt ihr irgendwas Besonderes beim Häkeln, Stricken, was ihr arbeitet? Oder arbeitet ihr auch nach Lust und Laune? Habt ihr mehrere Projekte am Laufen? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch meine Projekte angeschaut habt. Und lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Und natürlich auch gerne einen Kommentar. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.